Wir sind mittlerweile schon im 5. Teil unserer Reise durch den Schwarzwald angelangt. Und was den Schwarzwald angeht, wird es auch der letzte sein, denn heute schließen wir dieses Kapitel ab und reisen weiter in Richtung Bodensee. Vorher besuchen wir noch die Wutachschlucht, die Donauquelle und am Abend dann die Insel Lindau. Sitzt ihr bequem? Dann mal los! Wir steigern uns. Es hat diese Nacht nur ein bisschen geregnet. Ja. Wir hatten kein Gewitter und keinen Sturm dabei. Wir steigern uns. Ja, du bist gerade ganz dicht an der Außenwand, um mir zu sagen, du bist die Außenwand. Ja, was? Kathi holt gerade das Innenzelt trocken rein. Ob das gelingen wird, das sehen Sie in der nächsten Folge. Sie muss das machen, weil sie klein ist. Jetzt stellt euch vor, ich mit meinen 3,76 Meter wäre da drin. Ja, und mit deiner Breite von 3,76 Meter. Nee, breit bin ich 2,85 Meter. Das solltest du mittlerweile wissen. Ja. Damit beginnt unser letzter Tag im Schwarzwald. Es ist usselig kalt und neblig, als wir den Rückweg über den Feldberg antreten. Aber wie so oft fügt der Nebel der Landschaft erst das gewisse Etwas an Dramatik hinzu. Über die Wutachschlucht und die Donauquelle geht es heute aus dem Schwarzwald raus und in Richtung Bodensee. Es geht also erstmal ein paar Kilometer unserer gestrigen Strecke wieder zurück. Der Feldberg ist heute Morgen noch ein bisschen schüchtern und versteckt sich in dichtem Nebel. Je höher wir kommen, desto dicker wird die Suppe. Deswegen fährt Kathi auch vor, sie wirkt generell freundlicher als ich, vielleicht traut sich der Feldberg ja noch aus dem Nebel raus. Denn wisst ihr, was ich ganz toll gefunden hätte? Eine Drohnenaufnahme mit dem Gipfel des Feldbergs, der aus dem Nebel herausragt, im besten Fall noch mit ein bisschen Sonne im Hintergrund. Was habe ich aber stattdessen bekommen? Grau in Grau. Hier und da kann man mal etwas von der Landschaft erahnen, aber mehr auch nicht. Hat wohl nichts gebracht, dass Kathi vorgefahren ist. Schade. Auf der anderen Seite des Feldbergs ist man dann auch wieder ganz schnell aus den Bergen raus. Wie schon erwähnt, ist unser erstes Ziel die Wutachschlucht, in deren Richtung von Schwarzwald schon nicht mehr allzu viel zu sehen ist. Aber nach 4 Tagen ist es auch nochmal schön, durch so ausgedehnte und weitläufige Felder zu fahren. Die Wutachschlucht bezeichnet ein Tal mit mehreren schluchtartigen Abschnitten entlang des gleichnamigen Flusses. Über eine Strecke von 33 Kilometern kommt man mal an höheren und mal niedrigeren Felswänden sowie Wasserfällen vorbei. Auf eine lange Wanderung haben wir aber keine Lust, wir spazieren stattdessen einfach etwas am Wasser entlang und genießen die Natur. Endgültig raus aus dem Schwarzwald geht es dann in Richtung Donaueschingen. Schlaue Füchse unter euch wissen auch sofort, warum die Stadt so heißt. Hier entspringt der Donaubach, der später zusammen mit den Flüssen Brigach und Breg die Donau bildet. Der Einfachheit halber sagt man daher, dass es sich bei der Quelle des Donaubachs auch um die eigentliche Donauquelle handelt. Und ich fürchte, dass ich sie von vielen Lokalpatrioten für genau diese Aussage jetzt auf den Deckel bekommen werde. Habt Nachsicht mit mir, ich weiß es einfach nicht besser und klärt mich bitte in den Kommentaren auf, wenn ich hier falsch liege. Und ihr wisst auch genau, was jetzt kommt. Genau, Zahlen, Daten und Fakten, die euch absolut nichts nützen, außer damit auf der nächsten Küchenparty anzugeben. Die Donau ist zwar nicht der längste Fluss der Welt, fließt aber durch 10 Länder und damit durch mehr als jeder andere Fluss der Welt. Und sie ist mit 2857 Kilometern immerhin der längste Fluss Europas. Am Becken der Quelle könnt ihr dem Wasser wirklich direkt beim Sprudeln zusehen und anscheinend verwechseln Touristen die Donauquelle regelmäßig mit einem Brunnen.
Denn wenn ich all die Geldmünzen aus dem Becken sammeln würde, ich glaube, dann hätte ich die Kosten dieser Reise locker wieder reingeholt. Und an dieser Stelle, dem sogenannten Donautempel, fließt der Donaubach in die Briegach. Ja, und mit der Donauquelle in Donaueschingen beenden wir unser erstes Teilstück der Reise, nämlich die Reise durch den Schwarzwald. Als nächstes geht es jetzt runter an den Bodensee und ab da morgen entlang der Deutschen Alpenstraße. Ah, da bin ich mal gespannt. Das nächste Ziel ist Lindau. Die Donau und wir nehmen jetzt ungefähr dieselbe Richtung, nämlich Südosten. Nächster Halt Bodensee. Und keine Sorge, es bleibt zumindest hügelig. Hügelig genug, dass ich kurze Zeit ohne Motorunterstützung fahren kann. 21, 22, 23, 24, 25. Am Abend sind wir dann bei Lindau am Bodensee angekommen und erkunden zusammen die Insel. Und mit uns strömen hunderte junge Menschen hierhin, um einen ausnahmsweise mal sonnigen Abend zu genießen. Für jeden ist hier etwas dabei. Enge Sträßchen und Fachwerkhäuser in der Altstadt, eine Promenade am Hafen, und natürlich auch dunkle und sauenge Hinterhöfe. Und um da reinzukommen, wir haben Kathi mit ihren 1,36 Meter als Maßstab, wie tief das hier ist. Auf ein neues. Bist du groß? Wird immer schlimmer. Ich bück mich dann mal. Wie sagt der Aachener? Hier ist sogar eine Eingangstür. Ja, hier sind überall Eingangstüren. Wie sagt der Aachener? In das Furtloch ist es düster. Ja, interessante Architektur hier überall. Also hier bin ich aber nicht reingegangen. Einfach so. Das ist ein Wanderweg. Ein Rundwanderweg. Dann doch lieber zurück ans Wasser und noch ein wenig den Sonnenuntergang genießen. Und im nächsten Teil starten wir dann endlich in den zweiten Teil unserer Reise und in die Deutsche Alpenstraße. Den Anfang machen der Rohrach-Anstieg mit seinen Kurven und Steigungen, die Scheidegger Wasserfälle und wir gehen im großen Alpsee schwimmen, ehe wir abends spontan ganz woanders unterkommen als ursprünglich geplant. Lasst auch gerne euer Feedback oder einen Daumen da. Und an dieser Stelle kurz was zum Thema Daumen. Zu jedem meiner Videos gibt es einige unter euch, die den Videos einen Daumen nach unten geben. Das ist auch euer gutes Recht, soweit ist alles gut. Aber wenn ihr es tut, dann schreibt mir doch bitte in die Kommentare, woran genau das liegt. Denn vielleicht kann ich diesen in euren Augen vorhandenen Mangel ja abstellen. Denn ich will natürlich stetig an der Qualität meiner Videos arbeiten. Vielen Dank dafür. Und ansonsten wie immer vielen Dank fürs Mitfahren, bis zum nächsten Mal.